Herzlich willkommen zur PaperShift Expert Series. Mein Name ist Tim und wir möchten euch mit diesem neuen Format spannende neue Inhalte liefern. Wir werden Experten zu sämtlichen Themen interviewen. Ihr könnt uns da auch gerne Vorschläge unterbreiten in den Kommentaren. Kontaktiert uns über www.papershift.com. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht oder zumindest mich mit ein paar Kollegen bald wiedersehen werden und wir euch spannende und vor allem hochwertige, informative Inhalte liefern werden. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Expert Series von PaperShift. Wir haben uns heute mit unserem Geschäftsführer Michael Emmerschoff hier an den Tisch gesetzt. Kurzer Background vielleicht noch zu dir, Michael. Magst du kurz noch so 2, 3 Worte Sehr gerne. erzählen? Sehr gerne. Ja, ich bin Michael, Geschäftsführer bei PaperShift. Eigentlich Wirtschaftsingenieur, 2009 nach Karlsruhe gezogen zum Studieren. 2010 dann den Florian kennengelernt, unseren CTO. Und wir haben damals beide unser Studium unterbrochen bzw. abgebrochen und haben unsere erste gemeinsame Firma gegründet. Ja. Das war damals so eine Art Daily Deal Plattform, sowas wie Groupon. Lief ganz nett, aber wir haben es nicht richtig zum Fliegen bekommen. Ich habe damals mein Studium unterbrochen und Flo hat es abgebrochen komplett. Ja. Ne? Und wir haben uns nur auf die Firma konzentriert. 2, 3 Jahre später haben wir dann gesagt, okay, wir kriegen es nicht richtig zum Fliegen und deshalb müssen wir da irgendwie versuchen, die Firma abzuwickeln. Wir haben damals einen Asset-Deal gemacht mit einem Kassensystemhersteller und so im Prinzip die Firma aus der Insolvenz gerettet, ne? Weil die Konsequenz wäre gewesen, dass sie insolvent wäre. Und ich bin dann wieder zurück ins Studium und meine Mama, die wollte unbedingt, dass ich zu Ende studiere. Deswegen, den Gefallen habe ich ihr getan. Flo's Mama war nicht so durchsetzungsstark, deswegen hat er das dann nicht gemacht. Und ja, ich bin dann, hab studiert und habe mich nebenbei aber auch so ein bisschen umgeguckt auf den Markt und vor allem auch reflektiert, was denn in dieser ersten Unternehmung so schief ging. Ja. Und der größte Punkt war aus meiner Sicht Organisation. Also ich sag mal, wir waren so eine Studentenbude, ne? Irgendwie, das war ganz schlecht organisiert. Das war einer der größten, das größte Thema, weshalb wir die Firma nicht zum Fliegen bekommen haben. Und ich habe mich damals dann damit beschäftigt, wie denn Unternehmen, die gut organisiert sind, was die denn ausmacht. Und da habe ich gelernt, dass Software ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist. Und so ist eigentlich der erste Schritt in Richtung PaperShift entstanden. Wir haben dann, ich habe dann den Flo angerufen und gesagt, hey, guck mal, so das Thema digitale Organisation, hast du da Lust drauf? Wir haben uns verschiedene Themen angeschaut und sind damals mit einer sehr, sehr spitzen Lösung für Schichtplanung auf den Markt gegangen. Das war so 2013, 14 haben wir so sind die ersten Codezeilen entstanden. Der Flo, der hat ja eigentlich bei PaperShift programmieren gelernt. Ne? So, der war ja eigentlich kein Techie in der ersten Firma. Ne? Also, aber wir haben dann schon damals in der ersten Firma gemerkt, hey, wir brauchen Tech-Know-how. Und deswegen hat auch Flo gesagt, hey du, ich lerne das jetzt einfach. Und dann hat er sich das ganz autodidaktisch beigebracht. Richtig krass. Und so war natürlich auch die erste Version dann. Ne? Also da war viel kaputt und hat nicht funktioniert, aber es hat irgendwas funktioniert. Ne? Und wir sind dann 2014 haben wir das gelauncht und haben wir gemerkt, hey, die Leute, die rufen bei uns an. Da gibt es richtig Nachfrage hinter dem Thema. Wollten wir ja da keine große Firma draus machen. Ne? Wir wollten eigentlich zu zweit bleiben, eigentlich keinen Kundenkontakt haben. Wahnsinnig witzig, wenn man bedenkt, wie wichtig Kundenkontakt für uns heute ist. Damals haben wir gesagt, hey, lass uns so einen Low-Touch-Sales-Prozess fahren, also eigentlich nur Online-Marketing und dann kein weiterer Vertrieb und kein Kundenkontakt. Aber dann haben die Kunden bei mir angerufen, die haben im Impressum meine Nummer gefunden irgendwie und habe ich zum Flo gesagt, hey, du, wir müssen da jetzt eigentlich eine richtige Firma draus machen, weil da ist wahnsinnig viel Potenzial in dem Thema. Wir haben dann 2015 haben wir die GmbH gegründet und Ende 2000, also das lief gut, wir sind gewachsen, dann Ende 2015 haben wir eine Seed-Runde gemacht, also eine Finanzierung mit 2 Business Angels. Und 2016 dann das Geld ausgegeben, auch super gewachsen. Und dann 2017 uns die Frage gestellt, okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wollen wir jetzt auf diesen klassischen VC-Pfad gehen? Also jetzt irgendwie nochmal einen Investor reinholen und dann von einer Finanzierungsrunde in die nächste gehen? Oder eben stellen wir das Ganze auf Profitabilität und wachsen aus dem eigenen Cashflow heraus. Und wir haben dann 2017 die Entscheidung getroffen, aus dem eigenen Cashflow herauszuwachsen.
Und so sind wir jetzt die letzten Jahre gewachsen und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, die wir für die Organisation treffen konnten, finde ich, weil in der ersten Firma war ja schon das Problem, dass wir nicht gut organisiert waren. Und wenn man zu viel Liquidität zur Verfügung hat, dann löst man ganz viele Probleme nicht durch bessere Organisation, sondern man wirft einfach Geld drauf, ne? Und sagt, okay, komm, das machen wir hier, das machen wir so. Und dann das verschleiert die Probleme in einer Organisation. Und deswegen waren diese Jahre 2017 bis heute, 2020, wären wir niemals, hätten wir so viel Wert auf gute Organisation gelegt, wenn wir nicht aus der eigenen Profitabilität heraus wachsen mussten. Ne? Genau, also und da sind wir heute. Ja. Danke dir für die Einblicke zu dem Thema. Danke für die vielen Hintergrundinformationen auch zu PaperShift. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut, je nachdem auf welchem Kanal ihr uns seht. Und sagt bis zum nächsten Mal. Euer Tim. Ciao, ciao.